dass wenn wir jetzt nicht sinnvoll regulieren, dass dann halt einfach diese Unternehmen unendlich viel Macht an sich reißen werden und diese Schere von viel Geld und wenig Geld noch mehr auseinandergeht. Die größte Chance unseres Startups ist nicht, von Big Tech gekauft zu werden. Ja. Die größte Chance ist, Big Tech platt zu machen. Hi, herzlich willkommen zu unserem Podcast Make Tech Fun Again. Wir sprechen darüber, wie wir trotz all der Veränderungen in der IT-Branche wieder Spaß an unserem Job haben und im besten Fall auch einen positiven Impact. Ich bin Mira. Ich habe vor 9 Jahren jetzt schon fast meine Firma Coco Coding gegründet. Wir machen mobile App-Entwicklung mit Flutter für unsere Kunden. Und deswegen arbeite ich viel mit Startups zusammen und ich sitze auch in einem Coworking Space, wo ich viel mit anderen Techies mich austausche und über diese Erkenntnisse aus dieser Sichtweise, die bringe ich mit in den Podcast. Und ich bin Miriam. Ich war Chief of Staff für den CTO bei SumUp, also aus der Scale-Up-Richtung. Habe vorher auch viel mit Konzernen gearbeitet und komme eher so aus dieser großen Firmensicht. Und ja, 2 wertvolle Perspektiven. Let's see. Let's see. Ja, ich habe wirklich in letzter Zeit von vielen Leuten gehört, dass sie nicht mehr zufrieden sind mit ihrem Job. Man hat das ja immer mal wieder, dass Leute sich beschweren, dass sie nicht an einem guten Produkt gerade arbeiten, aber sie machen es trotzdem für das Geld. Oder dass sie sich von der Technologie nicht mehr herausgefordert fühlen und was Neues lernen wollen, sich weiterentwickeln wollen. Oder dass ihnen halt irgendwie so dieser Purpose fehlt. Aber es gibt wirklich selten den Fall, dass Leute dann die Tech-Branche verlassen. Das ist halt schon recht einfach, wenn du dann da drin bist, Ja. mit irgendwie Arbeit, die du kennst, gutes Geld zu verdienen, dann irgendwie Florist zu werden, ist schon ein Schritt, den einige gehen, aber halt nicht super viele. Und jetzt im Moment sehe ich das aber sehr zunehmen. Also es sind sehr viele Menschen, die gerade hinterfragen, ob sie in der Tech-Branche bleiben wollen. Viele, die sehr frustriert sind über KI-Entwicklung, andere, die übertrieben gehypt sind über die KI-Entwicklung und denken, dass es allen das Heil bringen wird. Und Ja. ich finde es gerade sehr spannend, in dieser Branche zu sein. Und ich habe sie definitiv noch nicht aufgegeben für mich. Ich möchte da sehr gerne weitermachen, aber ich möchte gerne darüber nachdenken. Und das soll dieser Podcast für mich sein, ein Ort, darüber nachzudenken, mit anderen Menschen in den Austausch zu gehen. Wie können wir die Tech-Branche neu gestalten, neu einrichten, um Verantwortung zu verankern, um Purpose dort zu finden, auch für die Leute, um vernünftig mit KI zu arbeiten, auf eine verantwortungsvolle, sichere Art und Weise, digital souverän. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Ja, sehr gut, genau. Und da bist du voll auf meiner Seite. Ich sehe das natürlich auch in meinen Kontakten und in meiner eigenen Erfahrung, dass auch gerade durch KI der Druck nochmal zugenommen hat und auch diese Machtposition, die man früher als Entwickler hatte oder allgemein in der Produktentwicklung, ne, weil das irgendwie ja das Produkt ist, gefühlt ein bisschen verloren geht. Ne? Also einerseits durch was wir denken, was AI alles kann oder KI alles kann. Aber auch insgesamt schon vorher, das hat sich halt ein bisschen gewandelt, ne? Der Von Entwickler. IT zu Business hin. Ja, Ne? genau, Also dass es diese Machtverschiebung. business-heavier ist und auch und gefühlt auch, dass irgendwie Finanzzahlen das einzige Ziel sind. Und ich glaube, das macht halt niemanden glücklich, ne? Aber als Mitarbeiter in Wir einer messen die Firma, falschen Dinge. ja, da haben wir doch irgendwie andere Ziele. Wir gehen zu einer Firma, weil wir das Produkt cool finden oder weil wir was erreichen wollen im Leben, weil wir Impact haben wollen, weil wir irgendwie das Richtige machen wollen, whatever that means für jeden Einzelnen. Ja, und das ist ein bisschen verloren gegangen und das würde ich gerne auch explorieren, warum das so ist und was wir daran ändern können. So, wie können wir, in welcher Position auch immer wir sind, dazu beitragen, dass es da positive Veränderungen gibt. Das ist nicht ganz gut. Und deswegen haben wir uns ja überlegt, auf die Republica zu gehen. Genau, und dein Post dazu ist voll viral gegangen. Du hast ja so einen super schönen Post gemacht mit OMR, Republica im Venn-Diagramm. Der einzige Überschnitt war die FOMO. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz, aber schon. Und bist super viral gegangen damit.
Ja, es hat anscheinend irgendwie viele Leute auch gerade beschäftigt, so das Thema. Die OMR ist ja super, öffentlich auf Ja. LinkedIn, ne? Das machen die ja. Also, darum geht handelt ja von Reichweite, diese Konferenz, und sie haben auch sehr viel Reichweite in den sozialen Medien. Und ich hatte dieses Jahr, 'nen Ticket von denen geschenkt bekommen, als Mhm. Branchenexpertin daran teilzunehmen, Nice. worüber ich mich super gefreut habe. War total nett. Und ich habe ernsthaft drüber nachgedacht, da hinzugehen, aber mir war klar, entweder OMR oder Republica. Und da wir gerade diese Gespräche so viel geführt haben über diese Themen und die Republica sich halt dahingehend wirklich positioniert hat, Ja. Never Gonna Give You Up mit der Weltkugel als O, Ja. habe ich gedacht, das möchte ich. Ich möchte jetzt gerne mit dir mir diese ganzen Vorträge reinziehen und danach drüber diskutieren und einen Podcast drüber machen. Und 'nen Podcast drüber machen, genau. Und dann hoffentlich noch ein paar andere Menschen darüber finden, die Lust haben, mit uns über diese Themen zu sprechen. Und, ja, Ja. wie, ähm wie war das für dich, die Messe? Was ist dabei hängen geblieben? Ja, ich war erst mal total beeindruckt. Ich weiß nicht, ob's, da nur mir so ging, weil ich halt so in meiner Scale-up-Welt bin, aber ich hatte immer das Gefühl, dass dass ich da relativ alleine bin mit so 'ner kritischen Big Tech-kritischen Sicht und so, ne? Und das hat sich auch bei mir ja erst kürzlich entwickelt, sage ich mal, dass ich da so irgendwie so: „Hey, irgendwie ist es grade nicht mehr cool und wir zerstören den Planeten." Und, ja, und dann natürlich, findet man immer mehr Menschen, mit denen man drüber reden kann, aber es sind oft so Einzelbeziehungen, ne? Dann rede ich mit dir drüber oder mit Freunden, die gar nicht in der IT sind, aber es fühlt sich nicht an, als wäre da so 'ne Organisation oder Macht 'Ne Critical dahinter. Mass. Genau, Ja. genau. Es fühlt sich an wie so: „Okay, ich bin hier die eine, die so 'n bisschen kritisch ab und zu mal 'n Fleckchen hochhält, aber am Ende müssen wir halt alle Geld verdienen, so. Was willst du mit deiner kleinen Fahne?" Und das fand ich ganz gut, dass man da gesehen hat, es gibt schon voll viele Menschen, die das kritisch sehen, auch innerhalb der IT. Das ist irgendwie nicht nur von außen betrachtet, sondern es ist wirklich innerhalb der IT auch. Wir haben ja Vorträge gesehen, auch von der Bundesnetzagentur, wo auch über Souveränität gesprochen wird natürlich. Und, ja, und das hat mir total viel Hoffnung gegeben, irgendwie zu sehen, so, das ist nicht nur so 'n systemkritischer Gedanke außerhalb eines Systems, das man nicht verändern kann, sondern es sind total valide Gedanken, die ganz viele Leute in der Branche grade haben. Von NGOs, von Startups, wie du gesagt hast, aus der Verwaltung natürlich, aber halt auch ein bisschen pragmatischer mittlerweile angegangen als früher noch so, ne? Also, ich hatte schon das Mhm. Gefühl, dass dort vor allen Dingen so die Innovatoren und Innovatorinnen sich getroffen haben, die halt aus ihren Branchen jeweils die Leute sind, die was anstoßen wollen und da Bock drauf haben. Ja, Und es war halt echt so ein Schwanken zwischen, Doomsday-Angst und Hoffnung und Aufbruch. Und das ja, fand ich, sehr stark. Also wirklich hat mich sehr beeindruckt. Das Ganze, fing an mit der, Eröffnungsrede von der Karen Howe, und, von der hatte ich vorher schon viel gehört. Die hat Empire of AI geschrieben, und ja, die geht halt total, kritisiert total die Machtkonzentration bei den KI-Konzernen und sagt, es ist total absurd, dass wir diese Konzerne sich selber regulieren lassen und selber quasi rausfinden lassen, wie sie KI sicher machen, weil wir einfach nicht davon ausgehen können, dass das deren oberste Prio Hauptziel ist, ist. Ja, was ich auch wenn sie ganz da so viel drüber reden. genau, und was ich ganz spannend finde, also, sie hatte dieses eine Zitat, wo sie irgendwie gesagt hat, „Wir können die nicht uns erzählen, uns alle Informationen und alle Imagination von denen holen." Das hat sie natürlich auf Englisch schon viel nicer gesagt. Aber, ich glaube, was irgendwie spannend ist, ist, dass die ja auch diese Story definieren, ne? So: „AI wird alles ändern. Wir müssen da in Kontrolle sein. Wir müssen die Chinesen schlagen, weil sonst wird Weltende." Und, das finde ich so spannend, dass schon relativ früh, nicht wie bei Social Media irgendwie 10 Jahre mit Verspätung, sondern dass jetzt schon ganz viele Menschen diese Story in Frage stellen. Mhm. Und, Mhm. das finde ich total Ja, powerful. das ist interessant, oder? Bei Social Media gab es auch kritische Stimmen, aber die waren am Anfang super leise.
und sind erst mit der Zeit gekommen. Und am Anfang wurde halt nur dieses Positive gelobt, was ja auch da ist, ne? Darf man ja auch nicht vergessen, wie unglaublich, positiv Social Media uns über Jahre erlaubt hat, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben, die halt nicht Mhm. da wohnen, wo wir wohnen zum Beispiel. Und die es erlaubt hat, auch, einzelnen Leuten die Rolle von Journalisten anzugehen, ähm, indem sie berichten und halt kein riesiges Verlagshaus hinter sich brauchen. Das waren ja positive Dinge, die so 'n Social Media mal ausgemacht haben. Aber die kritischen Stimmen, die waren am Anfang sehr leise und dann sind erst Stück für Stück ist irgendwie das hochgekommen, dieses: „Hey, ist es eigentlich so cool, dass da 'n einzelnes Unternehmen 'ne Plattform, bestimmt?“ Und das ist ja dann auch in den letzten, 2, 3 Jahren sehr eskaliert, als wir dann gesehen haben, was passiert ist mit Musk und der Übernahme von X et cetera, Ja. wo dann diese kritischen Stimmen alle dann doch, recht behalten haben, ne? Ich war auch sehr lange 'n totaler Befürworter von Social Media. Ich fand es unglaublich toll und Ja. das hat auch bei mir sich erst in den letzten Jahren geändert. Und jetzt bei KI geht es sehr viel schneller für mich und auch für andere, denke ich, dass man einfach kritisch ist, was diese Konzerne einem erzählen. Und im Moment erzählen die ja 2 Sachen, diese, „Oh mein Gott, es, wird die nächste AGI geben und das ist total wichtig, dass wir da kritisch, Mhm. und vorsichtig mit umgehen. Und das wird die Arbeitswelt revolutionieren.“ Das sind so diese 2, die total schlimm oder total gut Story und Von dabei denselben Personen. von denselben Personen und sie lenken ab von diesem Ding in der Mitte, dass wenn wir jetzt nicht sinnvoll regulieren, dass dann halt einfach diese Unternehmen unendlich viel Macht an sich reißen werden und diese Schere von viel Geld und wenig Geld noch mehr auseinandergeht. Ja. Ja, ich habe da neulich so 'n gutes Zitat gehört, das irgendwie so: „Wenn wir glauben, dass AIs so super mächtig sind, warum sollten das dann irgendwie 3 Konzerne, regulieren dürfen irgendwie? Und sind wir nicht haben wir nicht bei Social Media gelernt, dass wir den Konzernen final nicht vertrauen können, sondern dass wir Regulierung brauchen und Oversight, weil die halt nicht auf das Beste der Menschheit getrimmt sind?“ Fair enough. Es ist auch nicht deren Ziel. Eigeninteressen sind voll fein, aber dann muss es eben Regulierung geben, weil sonst, das halt der Menschheit als Ganzes nicht gut tut oder ja, der Ja. Menschheit. Und da sind wir ja als EU schon ein bisschen besser dran. Da Glaube haben ich wir dann auch. auch den Vortrag zum Beispiel von dem Markus Beckedahl, der darüber gesprochen hat, über den, Digital Market Act und DSGVO und wie das, ja schon umgesetzt wird, wo es dann aber halt häufig an der Durchsetzung scheitert. Also, wir haben schon die Werkzeuge, aber es ist wir nutzen sie noch nicht so, wie wir das eigentlich nutzen könnten. Da müssen wir einfach noch so ein bisschen nachziehen. Ja, was Da habe ich noch, ja, der Bundesnetzagentur. mhm. Da was ich spannend fand, dass die haben über KI-Regulierung gesprochen und die haben aber auch waren sehr selbstkritisch zu, wie das mit der DSGVO gelaufen ist, ne? Also, die haben sehr so: „Ja, wir haben irgendwie versucht, alles mit einer Klappe zu schlagen und für die kleinen Firmen war das sehr schwierig und da war sehr viel Nervosität und Angst, was falsch zu machen und das wollen wir diesmal ändern.“ Das fand ich super interessant, weil ich irgendwie so viel Selbstkritik von deutschen Behörden nicht kenne. Mhm. Und das fand ich total interessant, weil ich glaube, dass wirklich die DSGVO ja auch gerade und auch der Digital Markets Act, aber gerade in Deutschland auch viel Kritik erfahren hat, ne, so überreguliert, die ganzen Innovationen aus Amerika, wir können nicht mithalten. Und ich habe so das Gefühl, dass einerseits da jetzt so 'ne Dankbarkeit vielleicht, das ist vielleicht nicht ein gutes Wort, aber so 'n Einsicht, dass das Sinn macht und dass wir so was brauchen, kommt und auch in die normale Awareness, kleckert. Ähm, aber gleichzeitig eben auch mit der KI auf der anderen Seite gelernt wurde: „Okay, wir wollen die Leute nicht nervös machen und wir wollen eigentlich nicht überregulieren. Ja, Wir müssen irgendwie da 'n Mittelweg finden, der beides erlaubt.“ der meinte ja, dass da halt und das hat er natürlich total recht, dass da halt 'n kompletter Wirtschaftszweig entstanden ist auf der DSGVO-Verordnung, ne, die halt einfach damit Geld gemacht haben, dass diese Verordnung kleinen Firmen so viel Angst gemacht hat. Und Ja. ich weiß halt, als jemand, die viel mit kleinen Firmen gearbeitet hat und immer, dafür verantwortlich war und immer die Frage bekommen hat: „So, wie machen wir denn jetzt die Data Privacy, Geschichte bei dieser App?“ Und ich dann immer sagen musste: „Ich bin jetzt kein Datenschutzbeauftragter“ und so. Und, da muss man halt immer drüber schauen, ja, wie schafft man es mit möglichst wenig Geld, da halbwegs an diesem Gesetz dran zu bleiben und Mhm. sich nicht später irgendwelche Probleme ins Boot zu holen. Und ich kann
mir vorstellen, dass da unendlich viel Geld geflossen ist, Total. für Leute, die einem halt versprochen haben: „Hey, wir helfen dir damit, wir machen dir das sicher“, obwohl das eigentlich noch gar nicht wirklich nötig Ja, und gewesen ist für die gleichzeitig Kleinen vor allen Dingen. ja genau, und gleichzeitig sind die großen Konzerne halt: „Ja, wir machen erst mal, bis uns jemand abmahnt“, ne? So, Mhm. also, ähm, das ist jetzt nicht so, dass das in den Konzernen, in denen ich vorher gearbeitet habe, immer so war. Aber ich glaube, dass man das viel sieht auch, bei Google und Facebook, wie die agieren und dann werden sie irgendwie abgemahnt und kriegen Strafen von der EU. Das ist für die aber alles nur Klickergeld und dann machen so diese minimale Erfüllung der Pflicht, aber ganz viel dran vorbei. Und das ist auch das spricht, glaube ich, auch viel für diesen Unterschied zwischen Big Tech und Monopol? Monopoly, Ja, nice. wie kann das? Lange nicht mehr gespielt. Genau, ja, sollten wir vielleicht mal. Habe ich auch eine interessante Story. Wusstest du, dass das eigentlich erfunden wurde, um zu zeigen, dass Kapitalismus nicht funktioniert? Ja, ich weiß, Wie von der geil. Frau übrigens Ja. auch. Okay, Sidetrack. Back zu den Monopolen. Dieser Unterschied zwischen, wenn man ein Monopol hat und wenn Leute keine Wahl haben und Google nutzen, dann kann man sich halt viel mehr erlauben. Und dann wird man halt abgemahnt und dann gibt's News Stories, ändert aber eigentlich nichts. Dann zahlt man ein bisschen Strafe, implementiert das Minimum, weiter geht's. Während kleine, Start-ups sich mega den Kopf zerschießen, wie sie das jetzt möglichst früh alles erfüllen, weil sie Angst haben, irgendwas falsch zu Und das machen. soll jetzt halt anders sein bei dieser, nationalen Ja, Implementierung des EU AI Acts, ja. die jetzt im August, glaube ich, in, Kraft treten soll. Da, versuchen sie jetzt halt, unterschiedliche, Maßstäbe anzulegen für kleine und große Unternehmen und da ne, nicht so viel Angst zu machen, nicht zu viel, vorzuschreiben auch. Also, ne, schon zu regulieren, aber halt irgendwie in einem angemessenen Rahmen. Also, ich fand auf jeden Fall, das, hat sich, nicht so schlimm angehört, wie ich, vorher befürchtet habe. Und Ja. nachdem wir die ganzen anderen Vorträge gehört haben, einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Also, keine Ahnung, also, viele von diesen Dingen waren mir am Anfang auch noch nicht so bewusst, was das eigentlich bedeutet. Also, zum Beispiel so diese Geschichte, dass KI trainiert ist auf, den proprietären, Daten von anderen, auf irgendwelchen Büchern, Zeitungsartikeln et cetera. Ähm, aber wenn man sich das mal so genau anguckt, dass da eine Firma ist, die halt einfach Daten nimmt, die nicht ihre Daten sind Mhm. und damit ein Produkt macht, was wir demnächst wovon wir alle abhängig sein werden. Weil sie pushen uns ja alle dahin, dass Firmen, die keine KI Ja, benutzen, das kannst du ja vergessen. Heutzutage gewinnst du auch keinen Startup-Pitch mehr, wenn du nicht, mindestens einmal das Wort KI fallen lässt. Und, ähm, das wird dann halt so, ähm, überall sein, ja, diese Technologie, dass du gar nicht ohne das kannst. Und die ja, verkaufen uns ja eigentlich nur unser eigenes Wissen zurück. ja. Und ich finde es auch interessant, worüber, Carol Cadwalladr gesprochen hat, die den, Cambridge Analytica-Skandal Mhm. aufgedeckt hat. Die hat, einen Abgesang auf die Pressefreiheit gemacht und dann hat erzählt, dass vor allen Dingen diese, Google KI-Zusammenfassungen, wo Google ja jetzt auch letzte Woche noch mal, gesagt hat, wie die da weiter vorgehen werden, in was für 'ne Richtung das geht. Es ist halt immer mehr Richtung diese KI-Zusammenfassung und Mhm. diese Links werden viel Ja, irrelevanter. Und die nehmen damit halt einfach, die Presseartikel von irgendwelchen ja, Zeitungen, und zahlen denen dafür nichts. ja, Und diese Zeitungen verlieren plötzlich 70, 80% ihres Einkommens, ja, weil die Menschen nicht mehr auf diese Zeitungen gehen und sich die Werbung dort angucken, womit die bisher ihr Geld verdient haben. Das heißt, die Presse wird so unter Druck gebracht ja. und gleichzeitig von den Tech Bros aufgekauft, ne? Jeff Bezos, der die Washington Post gekauft hat et cetera. Ja, das ist noch mal Also, krass, ja. Musk mit X, Ja, ja, ist das ja ist kein noch mal Presse, 'n aber ja. anderes Level, Ja, aber jedenfalls sie machen die Presse, sie unterhöhlen die Presse, wo es nur geht, und gleichzeitig übernehmen sie die, wo es wo es geht. geht. Mhm. Ja, und das ist das eine, was, super besorgniserregend ist, aber auch, die Wertschöpfung geht halt voll dann, ne, wenn du überall AI verwendest, geht halt überall 'n bisschen von deinem Verdienst an AI. Und das bedeutet 3 Personen in den USA, die already super rich sind und sich teilweise schon in die Politik einfließen lassen und wo es bei den anderen sicherlich auch nicht mehr lange dauert. Also, ich finde das auch als Gesellschaft kritisch,
wenn man so eine Konzentration von Macht und Power und Geld hat, ne? Und zusätzlich dazu, dass das an sich schon kritisch ist das halt auch alles Geld, das rausfließt aus Europa. Rausfließt aus unseren Innovationen, rausfließt Mhm. aus unseren Steuern, wo irgendwie Geld wir geben, an die USA, ne? Das ist ja auch am Ende wieder Power, Macht, die wir abgeben, und wo wir uns auch abhängig machen und wo wir noch schwieriger in Zukunft Innovation finanzieren können werden, wenn wir das so einfach passieren lassen, Ja. ohne uns damit zu beschäftigen, was für Auswirkungen das hat. Ja, und Pressefreiheit, großes Thema. Und darüber hatte auch der Rainer Mühlhoff gesprochen, der, Autor von „KI und Ja, Faschismus". Und das Buch habe ich auch schon gelesen und das ist, ja, auch sehr gruselig, wo er sagt, dass KI wirklich das perfekte Werkzeug für ja, Faschismus total. ist und das ist Mhm. jetzt nur eins dieser Mechanismen, wie das wirken kann. Aber ansonsten ist halt diese Idee der Biases, die da eingebaut sind et cetera, das ist halt ein großer Teil davon. Und, Ja. ähm, der hat da auch sehr, ähm, Standing Ovations bekommen vom Publikum und hat auf jeden Fall einen großen Eindruck hinterlassen. Ja, bei mir auch, auf jeden Fall. Also, das sind jetzt keine neuen Erkenntnisse, aber was ich gut fand, war halt, dass es auch so übersetzt war noch mal in also, das Wort Faschismus ist schon ziemlich hart Mhm. und er hat es aber so übersetzt, so: „Ja, damals sah es halt so aus, heute sieht's anders aus“, ne? Also, zum Beispiel diese, sexuelle Gewalt, die jetzt halt stattfindet über Medien und über das Internet, heißt nicht, dass das weniger gewaltvoll ist oder weniger einschränkt oder irgendwie, ne? Ich finde es irgendwie interessant zu sagen, ähm, das sieht nicht ganz genauso aus wie damals, aber es ist trotzdem Unterdrückung und es ist trotzdem Faschismus. Und das finde ich total also, das fand ich irgendwie 'n bisschen erschreckend auch, ähm, weil man ja irgendwie darauf wartet, dass es genauso aussieht und dann machen wir was. Also, ich finde eigentlich, ja, es hat noch mal gezeigt, so, es sind vielleicht nicht nur die ersten Zückerchen, die wir da bei Trump zum Beispiel sehen, sondern das sind echt schon eigentlich schon massive Schritte, die da passieren Richtung Faschismus, die einen ganz schön das fand ich dann den ängstlichen Teil oder den ja, hast ja vorher gesagt, ne, Optimismus und, ja, das fand ich dann schon 'n bisschen, beängstigender, aber Hast wichtig zu verstehen. hast du eigentlich dir das Hanno Sauer-Video angeguckt? Ja, ja, ja. Aber ich habe nur den ganz kurzen Ausschnitt gesehen, wo sie ihm quasi, herausgefordert hat, doch mal preiszugeben, wie viel er für sein Buch, bekommen hat als Vorschuss. Und, ja, und ich glaube, ihm war nicht klar und ihr war nicht klar, wie krass der Unterschied zwischen den beiden sein würde, sonst hätte er es vielleicht nicht getan, weil er hat 160.000 bekommen und sie 15.000. Und das sind ja beides, wenn ich es richtig verstanden habe, beides Spiegel-Bestseller-Autoren, die Bücher geschrieben haben über, Klassenunterschiede, richtig? Genau, und sie kommt halt aus der Arbeiterklasse und er ist Professorinnensohn und, Mhm. das war quasi Thema dieser Veranstaltung und ich fand es einfach so unglaublich erfrischend. Ich habe mir das ganze Video angeguckt, kann ich nur empfehlen, weil das so interessant ist, wie diese Menschen miteinander, kommunizieren, wo du halt wirklich und wie was für Eierstöcke diese Frau hat. Die ist halt einfach so cool. Die ist halt auf die Bühne gegangen, die hat gesagt: „Hier, wie viel hast du Vorschuss gekriegt?" Und so: „Du bist viel zu von oben herab in deinem Buch, das geht nicht klar. Wir wollen jetzt hier mal, jemandem von der Arbeiterklasse eine Stimme Voll geben." gut. Und dann hat sie einfach noch wen anders aus dem Publikum auf die Bühne geholt, die in der Küche von der Charité arbeitet und die hat dann erzählt, was für 'n Unterschied tatsächlich ein bisschen mehr Geld, was sie sich erstreikt haben, in ihrem Leben gemacht Ja. hat, was halt wirklich einfach 'n unglaublich starke Message war. Und, das fand ich wirklich schön, weil ich einfach es so gewohnt bin von diesen Konferenzen, dass man da immer halb wegpennt bei so Panels, weil sich Leute halt immer einig sind und einfach immer nur das sagen, was man halt irgendwie erwartet von denen. Und dass da mal ein wirklicher Austausch passiert oder wirkliche Konfrontation, hast du halt total selten. Deswegen, das fand ich richtig stark. Ja, und ich finde es voll gut auch. Ich glaube, dass ich sage jetzt uns, weil ich auch aus der Arbeiterklasse komme, also kind of. Ich nicht. Okay, mich. Zweite Generation. Ja, aber was mich immer sehr, beeindruckt, ist auch, es ist ja wirklich nicht so einfach,
das abzulegen, dass man so das Gefühl hat, dass man unterlegen ist oder dass man nicht so viel weiß oder, ne? Das ist ja wirklich nicht so einfach, das hat man ja ganz intrinsisch schon von ganz früh so eingetrichtert Mhm. bekommen, dass man sich sozusagen traut, das nicht nur theoretisch in Frage zu stellen, sondern dann auch, also nicht, dass ich jetzt persönlich jeden angreifen will, der, gut aufgewachsen ist. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. I hope so. Nein, ich glaube nicht, dass das Ziel ist. Das Ziel ist natürlich, das System zu verändern. So, dass alle gut Ähm, aufwachsen können. genau, genau. Aber ich finde es trotzdem cool, dass es diese Beispiele gibt, weil ich glaube, dass diese Ungleichheit oft gar nicht so, es ist halt schwer, das klarzumachen, wenn es auf Mhm. so einem unpersönlichen Level bleibt, ne? Und dann sagen alle so: „Ja, lass mal System ändern.“ Ja, cool, lass mal System ändern, aber es ändert sich halt nichts, weil die Leute, die das System ändern könnten, halt nicht die sind, die betroffen sind. Und deswegen finde ich es irgendwie ganz cool, dass es auch Leute gibt, die das mal so ganz krass direkt mit dieser Person in Frage stellen. Rutger Bregmann macht das ja auch super Mhm. gern. Mhm. Und ich finde das total schön, dass es das gibt. Also nicht, dass es jetzt irgendwie, ne, für jeden was ist. Ähm, aber ich glaube, es ist total gut, dass es diese Beispiele gibt und diese Confidence, das in Frage zu stellen, finde ich cool. Was bleibt jetzt für dich nach der Republika? Was nimmst du so mit für dein Leben, Alltag? Mhm. Hm, auch wenn einige Ängste mehr geschürt wurden dadurch, ähm, finde ich, es wurde in einem sehr schönen Rahmen getan, so dass man schon den Ausweg auch sehen konnte noch und halt dadurch, dass so viele Menschen ähnliche Gedanken hatten dort, ist man da wirklich empowered rausgegangen. Und ich für mich, nehme mit, dass wirklich jetzt gerade ein ganz großer Fokus auf der Tech-Branche sein sollte, wie wir in Tech arbeiten, wie wir Produkte machen sollten. Mhm. Das, was du eben gesagt hattest, dass es schwierig ist, wenn Menschen, ähm, Regeln machen für oder schreiben über Menschen, wo sie nicht selber von betroffen sind, Mhm. ne? Genau das haben wir in der Tech-Branche halt auch häufig, dass wir es zwar anfängt, wenn so 'ne Firma anfängt, 'nen Tech-Produkt 'n digitales Produkt zu bauen, hast du meistens Menschen, die an dieses Produkt wirklich glauben, die in der Firma arbeiten. Die wollen 'n bestimmtes Problem lösen für 'nen User und sind da leidenschaftlich mit dabei. Und, ähm, das geht dann schnell weg. Das verändert sich, wenn, Finanzierungen ins Spiel kommen, wenn Mhm. da, ähm, Ja. Leute drin hängen plötzlich, die keine persönliche Bindung mehr zu diesem Produkt haben und Mhm. zu dieser Aufgabe dieses Unternehmens. Und dann verschwimmt häufig die Vision vom Unternehmen. Und ich glaube, dass das jetzt in Kombi vor allen Dingen mit KI, die ja auch immer mehr Aufgaben in der Firma übernimmt, wo dann die paar Menschen, die dann da arbeiten in Tech, plötzlich richtig viel Verantwortung tragen, Ja. richtig viele Entscheidungen treffen müssen, ohne auf diese Art der Entscheidung vielleicht vorbereitet zu sein. Ähm, und das Ganze in dieser super akzelerierten Umgebung, wo unendlich viel passiert gerade. Also, wie viele Startups jetzt von den großen KI-Firmen wieder gefressen wurden in den letzten Jahren im Sinne von, Claude bringt 'n neues Feature raus, 300 Firmen Ja. können einpacken. Ähm, das das ist halt einfach irgendwie 'ne krasse Umgebung grade, um Firmen zu gründen, um Firmen groß zu bringen, aber auch im Mittelstand, um die Firma Dran zu zu bleiben. verteidigen, dran zu Ja. bleiben, mitzuhalten mit den Firmen in anderen Ländern, die halt vielleicht nicht die Regulierung auch haben, die wir hier in Europa haben, die wir dringend brauchen, wie wir gesehen haben, aber die trotzdem halt auch 'ne gewisse Hürde darstellen können für 'n Unternehmen, wenn man sich nicht drauf vorbereitet. Und das finde ich, ist 'n ganz, ganz besonderes Setup und ich glaube, es macht sehr Sinn, da jetzt drüber nachzudenken und zu überlegen, wie man da drin jetzt sinnvoll wirtschaften kann, wie man dort, sich empowern kann, eine Position, die Sinn macht, egal ob man jetzt so 'ne Firma leitet oder in ihr arbeitet als Mhm. Tech-Arbeiter. Und, das ist ja auch mit der Grund, warum wir uns entschieden haben, jetzt diesen Podcast zu machen, um da Ja. mehr zu deep diven. Und das sehe ich jetzt durch diese Konferenz noch mal bestärkt für mich. Okay. Also für dich kommt dabei raus, dass wir diesen Podcast machen müssen.
Yep, das ist der Outcome. Das ist der Outcome. Voll gut, voll gut. Da war ich ja vorher schon dabei. Was ich spannend fand, wir Und haben bei jetzt dir? Bei dir? ja, was ich spannend fand, wir haben gar nicht über meine 2 Lieblingsthemen geredet, Palantir und Open Source. Mhm. Aber für mich, ist, glaube ich, dieses, wir als Europa und als Deutschland, wir können viel, viel, viel mehr machen und auch es gibt schon voll viele Lösungen. Wir setzen sie nur noch nicht ein, ne? Also, ich weiß, in meinen Firmen, wir haben uns Open Source zum Beispiel gar nicht angeguckt, wenn es darum ging, irgendwelche Software zu Mhm. sourcen, ne? Also, wir haben da gar nicht drüber nachgedacht, weil in unseren Köpfen sofort: „Ja, das bedeutet mehr Aufwand, das bedeutet mehr Wartung, das bedeutet la la la.“ Und ich glaube, das Und ist schlechte User und Experience. Das schlechte ist immer User mein Grund Experience, gewesen. genau. Und auch die europäischen Alternativen, ähm, nur als Beispiel schon bei AI auch, ne? Ich versuche so viel wie möglich, La Mistral zu benutzen, Le Chat von Mistral zu benutzen. Mhm. Aber, es ist eben nicht so gut wie die Großen, ne? Ich versuche es natürlich trotzdem und das ist auch, wo ich irgendwie, das Abo zahle. Und ich glaube, das hat mich noch mal bestärkt, mich viel mehr damit zu beschäftigen, weil ich kenne gar nicht alles, was es so gibt und ich tendiere halt auch dazu, irgendwie, Ja. auf, na okay, Facebook nicht, aber auf Instagram zu sein, statt, auf Mastodon, ne? Und ich glaube, mich hat das total darin bestärkt, mir das noch mal mehr anzugucken, wenn ich irgendwas Neues benutze, erst mal zu gucken, was gibt's denn für Alternativen hier? Nicht nur privat, jetzt grade mehr privat, weil kein Job, aber, aber auch als Firma. Ich glaube, es lohnt sich total. Die Sachen sind viel reifer als noch vor 'n paar Jahren und ich glaube, wir haben uns das nicht noch mal angeguckt. Wie bei AI auch, ne? Gibt's die Leute, die sich vor 3 Jahren mal 'n AI-Chatbot angeschaut haben und so: „Ja, der kann ja gar nix.“ Und die jetzt irgendwie seit 3 Jahren sagen: „Ja, die können ja gar nix.“ Mhm. Obwohl die sich voll schnell entwickeln und ich glaube, so ist es bei Open Source auch. Und das hat das für mich noch mal bestärkt, dass ich irgendwie da auch selber noch mehr leben muss, was ich predige. Was ich irgendwie Mhm. einerseits mega kritisch, aber andererseits, den Alternativen gar nicht so aufgeschlossen, Ja, weil mehr Aufwand, weniger komfortabel. ja. Ich glaube, das ist, 'n ganz großes Thema. Ich glaube, am Ende ist es gar nicht so viel mehr Aufwand. Ha, ich habe mir ja Ah. letztens so 'n Nextcloud eingerichtet und bin sehr verzweifelt an der Foto-App und dachte mir: Ah, „Wie interesting. ist das möglich?“ Und konnte dann nicht mehrere Fotos gleichzeitig auswählen, um sie in ein Album zu bewegen. Ei, süß. Also, es gab so 'n paar Sachen, wo ich dachte so: „Wow.“ Also, Ja, wow, okay. das hätte ich mich nicht getraut als MVP, irgendwie auf den Markt zu bringen, oder auf 'm Startup-Pitch vorzustellen und so was, geht da als Produkt irgendwie raus. Also, Vielleicht wissen wir nach den 10 ja. Podcast-Folgen, welche Open-Source-Software wir noch besser machen können, Mhm. um dann als, Next Palantir, aber in gut, äh, Genau. durchzustarten. Ja, aber ich glaube sowieso, das ist, meiner Meinung nach, aber da werden wir auch in 'ner anderen Folge noch mal drüber reden, das ist meiner Meinung nach halt auch, 'ne Chance jetzt total für die Ja, deutsche Startup-Szene, so 'ne, Rocket Internet Era wieder aufleben zu lassen und halt einfach richtig schön alle amerikanischen Konzepte zu kopieren, aber einfach auf europäisch und auf datenschutzkonform, ja, digital souverän. total. Da sehe ich jetzt 'n absoluten Markt für und ich hoffe, dass wir da 'n paar mehr Produkte in die Richtung sehen werden, die auch ähnlich gut User Experience mitdenken wie Genau. ihre amerikanischen Counterparts, weil das ist irgendwie Ja, immer so 'n Problem hier. genau, ja, das sehe ich auch total. Das sehe ich komplett. Und ich glaube, vielleicht finden wir auch, während wir uns mehr und mehr damit beschäftigen, auch Tools und Firmen und Leute, die sich damit schon beschäftigen und was es schon gibt, was wir einfach nicht kennen, weil wir auch in unserem Komfort hängen. Ich glaube, da gibt's schon viel mehr, als wir wissen und der Durchschnitt weiß. Wir sind ja jetzt auch nicht, weg von der IT, ne? Ich glaube, das finde ich ist so da gibt's schon so viel. Und wenn wir das ein bisschen hypen können, wenn wir da irgendwie mehr Geld reinstecken, dann können wir den Amis auch die Stirn bieten. Ich glaube, Selbstbewusstsein gehört auch dazu, so 'n ne, so wie bei den Klassensache. So: „Hey, wir die größte Chance unseres Startups ist nicht, von Big Tech gekauft zu werden. Ja, Die größte Chance ist, Big Tech platt zu machen.“ Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein würde ich gerne auch in den deutschen schön gesagt. Start-up, Hype bringen, ja. Ja, dann, freue ich mich auf die nächsten Folgen mit dir. Ja.
Wir haben vor, 10 Folgen zu machen, ne? Das hier ist die erste. Das ist die Und wir erste. gehen durch diese verschiedenen Themen, die wir jetzt reingeworfen haben, gehen wir noch mal durch. Und dann werden wir, drüber sprechen, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass Tech-Produkte wieder gut werden, ne? Enshittification, Stichwort. Ja, Wir reden darüber, ähm, wie w wie man eigentlich mit Regulierungen umgehen muss, damit es für alle fair ist. exakt. Inwiefern das eine Chance Ja, ist oder inwiefern das eine Hürde ist. ja. Wir wollen über Open Source reden, bestimmt, Ja, ne? bestimmt. Ich will auf jeden Fall über Open Source reden und, ja. Und ich glaube, was auch, wo wir noch ein bisschen offen sind, wenn ihr noch Leute habt, von denen ihr glaubt, dass wir unbedingt mit ihnen reden sollten, dann würden wir uns darüber auch freuen. Wir haben natürlich ein paar Gäste, geplant und auch Ideen, aber wir sind total offen, weil ich glaube, noch spannender wird's, wenn wir verschiedene Perspektiven zusammenbringen und Leute auch noch öffentlicher machen, die sich schon damit beschäftigen. Genau. Gemeinsam rausfinden können, wie wir Tech wieder Fun machen können. Exakt. Dann, ja, schreibt uns, das findet ihr in der Folgenbeschreibung und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.